Lena und Lukas sitzen in einem gemütlichen Café. Auf dem Tisch stehen 2 Tassen Cappuccino und ein Notizblock. Sie sprechen über den inspirierenden Vortrag Handle, als hättest du keinen Rivalen, von Brian Tracy, den sie kürzlich gehört haben. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Im Hintergrund läuft leise Musik. Lukas, dieser Vortrag von Brian Tracy hat mich wirklich beeindruckt. Besonders die Aussage Handle, als hättest du keinen Rivalen. Das klingt im ersten Moment fast übertrieben. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verstehe ich, was er damit gemeint hat. Ja, das war wirklich kraftvoll. Zuerst dachte ich auch, es klingt ein bisschen arrogant. Aber eigentlich ging es darum, Selbstbewusstsein zu zeigen und an sich selbst zu glauben, unabhängig davon, was andere denken oder tun. Er sagte doch, dass niemand besser ist als wir, zumindest in diesem Moment. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, sondern dass wir alles, was wir brauchen, schon in uns haben. Der Schlüssel ist, das Potenzial zu erkennen und daran zu arbeiten. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Oft zweifle ich an mir selbst, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Aber Tracy hat betont, dass es darum geht, sich auf die eigene Entwicklung zu konzentrieren, statt ständig auf andere zu schauen. Genau. Es geht nicht um einen Wettkampf mit anderen, sondern um den Fokus auf dich selbst. Niemand ist besser als du jetzt. Das bedeutet für mich, dass jeder von uns die Chance hat, großartig zu sein, wenn wir uns trauen, es zu versuchen. Weißt du, was mich besonders angesprochen hat? Er sagte, dass Selbstvertrauen eine bewusste Entscheidung ist. Du kannst es aufbauen, indem du so handelst, als ob du es schon hättest. Es ist keine Täuschung, sondern eine Methode, um deine Unsicherheiten zu überwinden. Das hat er wirklich gut erklärt. Er sagte, dass die Art, wie du dich bewegst und sprichst, einen enormen Einfluss darauf hat, wie andere dich sehen und wie du dich selbst fühlst. Deine Körpersprache kann dir helfen, dich innerlich stärker zu fühlen. Das Beispiel mit dem aufrechten Gang fand ich einleuchtend. Wenn du mit erhobenem Kopf gehst, feste Schritte machst und Blickkontakt hältst, denken die Leute automatisch, dass du selbstbewusst bist. Und nach einer Weile beginnst du, das selbst zu glauben. Das stimmt. Ich habe das schon bei Präsentationen gemerkt. Wenn ich nervös bin, neige ich dazu, meinen Blick zu senken und leise zu sprechen. Aber wenn ich bewusst aufrecht stehe und laut spreche, fühle ich mich sicherer, auch wenn ich es am Anfang nur spiele. Das ist genau das, was er meinte. Fake it until you make it. Wenn du handelst, als wärst du selbstbewusst, wird es irgendwann Realität. Es ist wie eine mentale Programmierung. Was ich auch spannend fand, war, wie er über Visualisierung gesprochen hat. Er sagte, dass unser Unterbewusstsein auf Bilder und Gefühle reagiert. Wenn du dir vorstellst, dass du erfolgreich bist, arbeitet dein Geist darauf hin, es wahrzumachen. Ja, er sagte doch, dass wir nicht nur sehen, sondern auch fühlen sollen, wie es ist, unser Ziel zu erreichen. Dieses Gefühl gibt dir die Energie, die du brauchst, um darauf hinzuarbeiten. Es ist, als würdest du deinem Unterbewusstsein einen Plan geben. Das will ich unbedingt ausprobieren. Zum Beispiel bei meiner nächsten großen Präsentation. Ich will mir vorstellen, wie ich selbstbewusst vor meinem Team stehe, klar spreche und alle überzeugt sind. Wenn ich dieses Bild immer wieder abrufe, wird es vielleicht einfacher. Das klingt nach einem guten Plan. Ich will das auf meine persönlichen Projekte anwenden. Oft habe ich Angst, dass etwas nicht funktioniert, und das bremst mich aus. Aber wenn ich mir den Erfolg vorstelle, kann ich diese Blockade vielleicht überwinden. Ein Punkt, der mich besonders zum Nachdenken gebracht hat, war, wie er über Verantwortung gesprochen hat. Du bist die einzige Person, die für dein Leben verantwortlich ist. Das klingt hart, aber es gibt dir auch die Kontrolle. Das hat mich auch beeindruckt. Oft suchen wir nach Ausreden oder schieben die Schuld auf andere. Aber er hat recht. Wenn wir die Verantwortung übernehmen, können wir Dinge ändern, anstatt nur Opfer der Umstände zu sein. Das hat mir eine neue Perspektive gegeben. Statt zu fragen, warum passiert mir das, sollte ich öfter fragen, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern? Es fühlt sich viel konstruktiver an. Ja, das ist eine kraftvolle Einstellung. Ich will das auf meine Finanzen anwenden.
Wenn ich nicht das Geld habe, das ich möchte, liegt das oft daran, dass ich keine klare Strategie habe. Ich will bewusster planen und sparen. Ich fand auch das Gesetz der Anhäufung sehr motivierend. Er hat gesagt, dass kleine, konsistente Handlungen über die Zeit zu großen Ergebnissen führen. Jeder kleine Fortschritt zählt. Das war wirklich inspirierend. Oft denken wir, dass wir große Sprünge machen müssen, um etwas zu verändern. Aber er hat gezeigt, dass schon 10 Minuten am Tag, die du in etwas investierst, langfristig einen großen Unterschied machen können. Das möchte ich beim Sprachenlernen ausprobieren. Jeden Tag 15 Minuten. Das klingt machbar. Und nach einem Jahr werde ich wahrscheinlich große Fortschritte sehen. Das gilt auch für die Gesundheit. Ich werde anfangen, jeden Tag 20 Minuten zu laufen. Es scheint nicht viel zu sein, aber über die Zeit wird es einen großen Einfluss haben. Er hat auch über das Gesetz der Ersetzung gesprochen. Negative Gedanken verschwinden nicht einfach, aber wir können sie durch positive ersetzen. Das ist wie ein mentaler Garten, der gepflegt werden muss. Ja, er sagte doch, dass unser Geist von Natur aus dazu neigt, sich auf das Negative zu konzentrieren. Es liegt an uns, das bewusst zu ändern und positive Gedanken zu kultivieren. Ich möchte das mit Affirmationen versuchen. Sätze wie „Ich bin stark" oder „Ich habe die Kontrolle über mein Leben" könnten mir helfen, meine Denkweise zu verbessern. Das ist eine gute Idee. Ich werde mir auch Affirmationen aufschreiben und sie jeden Morgen durchlesen. Es könnte ein guter Start in den Tag sein. Lukas, dieser Vortrag hat wirklich meine Sichtweise verändert. Ich möchte ab jetzt bewusster handeln und die Dinge Schritt für Schritt angehen. Das sehe ich genauso, Lena. Lass uns gegenseitig motivieren und unsere Fortschritte teilen. Gemeinsam können wir Großes erreichen. Abgemacht. Handle, als hättest du keinen Rivalen, wird unser Motto. Jeder Schritt zählt. Genau, auf uns und die positive Veränderung, die wir in unser Leben bringen. Weißt du, ich habe gemerkt, dass manche Leute unser neues Selbstbewusstsein vielleicht seltsam finden werden. Aber Tracy hat gesagt, dass wir uns nicht davon abschrecken lassen sollen. Stimmt, manchmal haben andere Leute Angst vor Veränderungen, die sie selbst nicht nachvollziehen können. Aber wenn wir uns daran halten, uns positiv zu entwickeln und niemanden zu verletzen, ist das doch nichts Schlechtes. Genau. Ich denke, das Wichtige ist, sich nicht von der Meinung anderer bremsen zu lassen. Sich um sein eigenes Wachstum zu kümmern, bedeutet ja nicht, egoistisch zu sein. Eher im Gegenteil. Ja, wir können dadurch sogar anderen zeigen, dass Veränderung möglich ist. Vielleicht inspirieren wir damit Freunde und Familie, ebenfalls mehr an sich zu glauben. Exakt. Und der Vortrag hat mir nochmal bestätigt, dass wir unsere Ziele nicht nur passiv wünschen, sondern aktiv darauf hinarbeiten sollten. Da bin ich dabei. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen anfühlt, wenn wir konsequent ein paar neue Routinen etablieren. Bestimmt aufregend. Ich freue mich schon darauf, dir bald meine nächsten Fortschritte zu berichten.